Hello? Hello. Am I speaking with one Lone Carter? That depends. Where did you get my number from? A mutual friend informed me of you and of your particular skill set. My name is Dr. Armitage. I'm calling you concerning a matter of some urgency. Go on. Meet me at Miskatonic University at your soonest convenience. I will fill in the details then. Right off the bat. And to be frank, let me just mention that I'm not bought cheaply. You may rest assured, money is not an issue. Just so I know, though, who gave you my name? Professor Wilmarth. I see. Okay, das kam ehrlicherweise so ein ganz kleines bisschen unerwartet und damit sage ich an dieser Stelle Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Call of Cthulhu Chronicles of Innsmouth, wo ich eben gerade nochmal so ein paar Einstellungen an der Lautstärke und an Ähnlichem vorgenommen habe und dabei aus Versehen auf die Straße geklickt habe, was dann diese Sequenz eingeleitet hat, die ihr eben gerade gesehen habt. Das hat mich so ein bisschen unvorbereitet getroffen. Scheiße, jetzt habe ich die Wegbeschreibung nicht mehr im Kopf. Wir müssen mit dem hier nochmal reden. Tell me about the YMCA. I think I already mentioned the train model. You must go there. And anyways, it's a nice cheap place to spend the night. Could you tell me where it is? I don't know the name of the road exactly, but I can give you a general guide. Please do. From the station's entrance, proceed along State Street until you hit High Street. Turn left there and follow the road to the end. It's somewhere around there. Thanks. You're welcome. Okay. Danke. See ya. See you around. Ist natürlich die Frage, wo wollen wir als nächstes hin? Also State Street, bis wir die High Street erreichen. Dann links bis zum Ende, also hier unten irgendwo. Da. Hier muss das irgendwo sein. Aha! Das YMCA. Wunderbar. It's always fun to stay at the YMCA. Okay, so. Ansonsten haben wir gerade vor einigen Jahren so eine Rückblende gehabt, wo ein Typ angerufen worden ist für einen dringlichen Auftrag. Er hat gesagt, er ist nicht billig, aber Geld ist nicht das Problem. Die wollten sich in der Miskatonic University treffen, um Näheres zu besprechen. Okay, fangen wir mal in der Bücherei an. In der Bibliothek. Denn mich würde jetzt schon interessieren, ob wir vielleicht im Vorfeld ein bisschen was über Innsmouth in Erfahrung bringen können. And so we have a deal. You must convince her to sell them. How many times must I repeat myself? Leave her alone. Must I remind you that my boss doesn't take no for an answer? But I... All right. Think it over. You have 3 days. Once you've made up your mind, call this number. But... Really, I don't... Shift it, moron. Okay, der will irgendwas How kaufen. rude. Der Boss akzeptiert Nein nicht als Antwort. Und er hat 3 Tage Zeit, um sich das Ganze zu überlegen. Okay, dann reden wir auch erstmal mit ihm hier. It's the librarian. Okay. Who was that guy? I don't want to talk about it. Er will nicht drüber reden, okay. Can you help me with something? Concerning?
Innsmouth. So, you are the good cop, eh? Was? Huh? Wieso? I will never change my mind. What the hell are you talking? Tell Marsh that I will never give in to his demands. Ich hab nicht die geringste Ahnung, was du von uns willst. What do you mean? Wait, is this about that weird guy that just left? So, you're not a stooge in the service of Mr. Marsh? Nein. I apologize then. My mistake. Ask away. Okay, der hat das offensichtlich mit irgendjemandem verwechselt. Mr. Marsh, das dürfte der Auftraggeber von dem Typen sein, der hier gerade eine nicht ganz unverhohlene Drohung ausgesprochen hat. Und dabei geht es anscheinend um Innsmouth. Who is this Marsh character you were talking about? He is a ruthless man dwelling in that god-forsaken place. Innsmouth? Aye, the mere mention of that name rings of blasphemy. Okay. Innsmouth nur zu erwähnen klingt schon wie Blasphemie. Das ist natürlich kein gutes Zeichen. Jeder, der sich so ein bisschen mit den Werken von H.P. Lovecraft und mit dem Mythos auskennt, der weiß natürlich, was es mit Innsmouth auf sich hat. Für alle anderen möchte ich das hier jetzt an dieser Stelle allerdings noch nicht spoilern. Do you have anything on Innsmouth here? I would not know. It is not a topic many ask about. Try the shelf at the back of the room. Essex section. Okay, schauen wir I mal. just got the weirdest deja vu back from when I worked at Miskatonic 10 years ago. The door's open. Where might I find Dr. Armitage? Ah, you must be Lone Carter. Doctor! Mr. Carter is here! Shh! This is a library, for God's sake. Please excuse my colleague. Greetings, Mr. Carter. I have been expecting you. I hope that you had a pleasant journey here. Let's just skip the small talk, Doctor. Very well. Wilmarth told me that you have not been discouraged by cases that seem to have no rational explanations. Have you ever heard of Innsmouth? Never. It's a small harbor town, a brief travel from here. It is known to few. My brother John, a professor of theology, was in contact with a local pastor there. After much correspondence with said pastor, he decided to go investigate the church there. That was 3 weeks ago. I have not heard from him since. Okay. I don't get it. This is a job for a rookie. Why didn't you just go to the police? Lone, our contacts have witnessed happenings beyond the realm of explanation. Sources in Innsmouth have reported things way beyond conventional comprehension. I see. Why didn't you just tell your brother not to go there then? He left only a brief note telling me of his mission, and by then it was too late. Dear brother, I'm off on a short jaunt over to Innsmouth. A friend may be in peril and in need of my help. If you do not hear back from me within the space of 2 weeks, then please send help. Okay, a letter full of ramblings to his little brother. You have anything solid? Where was he staying? He mainly lodged here at the university. Let me show you to his room. I'll be leaving you to get on with your work. I have something else demanding my attention. I'll get straight to work. Also, das ist Lone Carter, Privatdetektiv, der auch mit, sagen wir mal, mit etwas übernatürlicheren Ereignissen jetzt nicht so unbedingt das Problem hat. Und der andere Herr, das war unser Auftraggeber, Dr. Armitage, das ist der Typ, der am Anfang der heutigen Folge angerufen hat, um uns anzuwerben. Und sein Bruder ist Pastor und ist vor 3 Wochen nach Innsmouth gefahren, auf der Suche nach einem Bekannten. Und er hat gesagt, wenn ich in 2 Wochen nicht zurück sein sollte, dann schick Hilfe. Naja, und man hat bisher von ihm nichts wieder gehört. Und jetzt will er die Hilfe schicken, ja? Was ist denn das da? Das sind so viele Sachen außerhalb hier.
bed looks like it was made up in a hurry. A candle, most likely used for reading in bed. There's something sticking out from under it. A letter. Ah, unter der Kerze war ein Brief. Judging from the dates, I don't have the complete set of letters yet. Better keep looking. Aber wenn man nach dem Datum geht, dann fehlen da noch welche. Also erstmal weiter gucken. A simple table with 2 drawers. I found another letter. It won't open. Ist das so eine Konstruktion, wo man nur eine Schublade gleichzeitig aufmachen kann? Nein. Okay, was ist hier im Schrank? Looks like he left a lot of stuff behind in his hurry to leave. Viel zurückgelassen, weil er es eilig hatte zu gehen. Full, talk to, push, look at, open, give, pick up, use. Okay, theoretisch die 9 Buchstaben ganz links auf der Tastatur, aber Y und Z sind vertauscht. Aber dann habe ich zumindest mal Shortcuts hier. Das ist gut. It's pulled up right in front of the Bible. Maybe he felt the need to read some scripture before leaving. Better not. It's a Bible. It looks like a rather old edition. Schauen wir mal in die Bibel rein. There's something sticking out from under it. Another letter. Dass das komplette Set ist dann. A nice big desk. There don't seem to be any writing materials on it. Judging from the dates, I don't have the complete set of letters yet. Better keep looking. Er hat noch nicht das komplette Set. A rather Spartan bed. Unter dem Kopfkissen vielleicht noch eins? The pillow is as Spartan as the rest of the bed. I don't need it. Aha. Here's another letter. This must be the latest. It's dated 3 weeks ago, just around when the professor hastily departed. So, heißt das, found all the letters. Ja, wunderbar. Dann gucken wir doch mal. I'll just sneak a peek at his private letters. 1st September, 1919. Dear friend, how are you? I have just arrived in Innsmouth. I was quite unpleasantly surprised to find that the church here is not of the Christian faith, but rather dedicated to a cult named the Esoteric Order of Dagon. Have you ever heard of this order? Yours affectionately, Elliot. Also am 1. September 1990 hat er geschrieben, lieber Freund, wie geht es dir? Ich bin gerade in Innsmouth angekommen. Ich musste zu meinem Bedauern feststellen, dass die Kirche hier in der Stadt nicht dem christlichen Glauben angehört, sondern einem Kult gehört, der sich der esoterische Orden des Dagon nennt. Hast du von diesem Orden schon mal gehört? 23rd October, 1919. Dear friend, I came here to Innsmouth of my own free will, but already I am beginning to regret it. During this pilgrimage, I have met only one good Christian in this place. He asked me to restore his faith in the godliness of his town. But he never showed up for that mass, and I have not seen him since. Most people here seem suspicious of my teachings, and our one true Lord seems to have only a smattering of followers. We will try to meet for Holy Mass in secret. Your friend, Elliot. Am 23. Oktober hat er geschrieben, ich bin aus eigenem Wunsch nach Innsmouth gekommen, aber ich fange an, es zu bereuen. Während dieser Pilgerfahrt habe ich nur einen einzigen guten Christen an diesem Ort getroffen. Er hat mich darum gebeten, den Glauben an Gott in dieser Stadt wiederherzustellen, aber er ist nie zur Messe gekommen und ich habe ihn seitdem auch nicht mehr gesehen. Die meisten Leute hier misstrauen meinen Lehren und unser einziger wahrer Herr hat hier offenbar nur sehr wenige Anhänger. Wir werden die heilige Messe im Geheimen abhalten. 26 December, 1919. Dear friend, I have discovered my true purpose here.
to guide the sheep onto the path of righteousness. The horrors of the war have made the people here lose faith in God and have led them to seek comfort in the false faith of this cult. Although, I have discovered that this conversion took some time. They had few followers at first. I suspect that influential local figures managed to slowly lure folk in. Tut mir leid, ich bin hier gerade nebenbei ein bisschen mit der Katze beschäftigt. So, ich habe ihm auch überhaupt nicht zugehört. Gut, dass ich den Brief noch lesen kann. Am 26. Dezember hat er geschrieben, mein lieber Freund, ich habe meine wahre Bestimmung hier gefunden, die Schafe auf dem Pfad der Rechtschaffenheit zu führen. Die Schrecken des Krieges haben die Leute ihren Glauben in Gott verlieren lassen und in den falschen Glauben dieses Kultes getrieben. Obwohl ich herausgefunden habe, dass das einige Zeit gedauert hat. Am Anfang hatten sie nur wenige Anhänger. Ich vermute, dass einflussreiche lokale Leute es geschafft haben, die Leute einzuspinnen. This is probably why the remaining Christian people here wish to receive their Mass in secret, to avoid the feeling of alienation that I, myself, am suffering from. But I feel they are not in any real danger. I've never seen any violence here. Yours, Elliot. Deswegen wünschen die verbleibenden Christen wahrscheinlich auch, dass die Messe im Geheimen abgehalten wird, um dieses Gefühl des Ausschlusses zu vermeiden, das ich selber erfahren muss hier. Aber ich habe das Gefühl, sie sind nicht wirklich in Gefahr. Ich habe hier nie wirklich irgendwelche Gewalttätigkeiten gesehen. 13th February, 1920. My dearest friend, the war had nothing to do with anything. They are right. God has abandoned these lands. 2 of my flock have disappeared without a trace, as the first case of that which I was warned of. I had thought that they came with impotent threats, only to run away with their tails between their legs. But now we must go and confront these people face to face. I think that this may be a dangerous move, but I feel that we have God on our side. Und am 13. Februar 1920 hat er geschrieben, mein lieber Freund, der Krieg hatte nichts damit zu tun. Sie haben recht, Gott hat diese Länder aufgegeben. 2 aus meiner Gemeinde sind ohne Spur verschwunden, genauso wie dieser erste Fall, vor dem ich gewarnt wurde. Ich dachte, das wären nur leere Drohungen und dass sie den Schwanz eingezogen und weggelaufen sind. Aber jetzt muss ich gehen und mich diesen Leuten Auge in Auge entgegenstellen. Das könnte ein gefährlicher Zug sein, aber ich weiß, dass ich Gott auf meiner Seite habe. Something smells fishy about all this. Better report back to Armitage. Fishy, ja? Sehr schönes Wortspiel. Okay, bevor ich mich mit dem Kerl da unterhalte, will ich aber erst nochmal hier vorne. I have nothing to ask him. I already have one. So, eins haben wir schon, okay. A medieval tapestry. It must be very old. Flowers in a jar. How original. Innsmouth is not marked. Auch auf der Karte ist Innsmouth nicht A drauf. catalog of all the books from A to Z. Catalogs make me nervous. I'd much rather just browse the shelves. Er will nicht in die Kartei gucken, die macht ihn nervös. Er guckt lieber die Bücher so durch. A decorated mirror. Avant-garde. Dann schauen wir doch mal. You're So Boned. How to Train Your Dog. The Anatomy of Amphibians by Professor Toad. Supersize Me. The T-Rex and the Mediterranean Diet. Oh, das kann jetzt eine Weile Above dauern. Driving a Scooter by Guido La Vespa. On Hunting Zebras. Reading Between the Lines. You're So Boned. Okay, Zoologie, was haben wir hier noch? Esoterik. Dotting All the I's. The Art of Sewing Voodoo Dolls. So My Son is the Devil. How to Recognize the Omens. Mein Sohn ist also der Teufel, wie man die Zeichen erkennt. How I Burned the Cats. Witchcraft in New England. Failed Summonings. Tsathaga and the Voiceless Pipers. Zatogua. Der Name sagt mir was. Psychic Readings for Dummies. Tarot, Poker, and Bridge. Dotting All the I's. The Art of Sewing Voodoo Dolls.
Hobby und Freizeit. Wax on, wax off? Martial self-defense arts for the young. Fur, claws, and whiskers. Schools for cat stylists. The game of golf, somewhere between sport and sewing. Tut mir leid, ich muss die Namen hier jetzt alle durchgehen, das ist euch bewusst, oder? Barbecue recipes, ribbed for her pleasure. Ew. Sega for nerds. Self-consolation in private. Wax on? So, was haben wir hier? Kochen. Get a brain. Culinary traditions in and around Salem. Wine tasting for those who know their ass from a glass. Cyanide soup, making the world a better place. Prison administration and baking. Files and Das cakes. und den ist aber ganz schön düster. Asian and Western kitchen tools. Walk the fork? Get a brain. So, dann haben wir hier Fiktion. Planet of the Three-Headed Apes. Planet der dreiköpfigen Affen. Oh, ich liebe die Anspielung. Diary of an Electrician. Wired Tales. XXX. Letters from an Illiterate. 10 Unsolved Cases by Inspector Flop. Triorchidism. Playing pinball with the extra ball. Planet of the Three-Headed Apes. So, okay, was haben wir hier noch? Geografie. Lapland. Lap music and dances. You Can't Go Home Again. Touring the cannibal tribes of Papua New Guinea. Birdwatching. Hot chicks of Massachusetts. Oh, ich liebe die ganzen Wortspiele. Die ließen sich aber auch wirklich nur sehr schwer ins Deutsche übersetzen, muss ich sagen. Check your republic at the door. Heading south for a cigar. The Legend of the Bermuda Triangle. Lapland. Anthropologie. The Missing Ring. Studies of paleoanthropological marriages lacking commitment. Rare stamps. Cannibals of Italy. Burial rituals of cannibals. Everyone digs in at Grandpa's funeral. Anthropodiatry. The sole proof of Bigfoot. Eat My Shroud. Famous vampires of Germany. The Missing Ring. Oh, ist das And yet it gemein moves. teilweise. Treatise on erectile functions in the elderly. Suppose I try. Advances in rectal medication. Ich glaube, ich versuch's mal. Fortschritte in Rektalmedizin. Talking Heads by Herbert West. Cover Me with Cream. Promiscuous acts for the lactose intolerant masochist. Medical cadavers and vagrants. Demand and supply. And yet it moves. Wissenschaft haben wir noch und Psychologie. Na dann, Retaining noble gases. How to not fart in elite society. die nehmen wir jetzt noch mit The hier. Texas Babbage Machine Massacre. Make a difference. Subtraction explained easily for the super rich. Here, there, and everywhere, so beware. Quantum Physics 101. Velvet and bismuth. Between the sexy sheets of chemistry. Retaining noble gases. Wet pillow. Drooling and other sleep disorders. Talking to the mirror. Driving cab for only a few dineros. Break your memory. A study on amnesia. Lacage follicule. Stopping the root of tricholotosis. Slapstick psychology. Freud slips on a phallic symbol peel. Schön. Haben wir alle Bücher gelesen hier. Bin ich schon sehr stolz auf unsere Errungenschaft. Okay, das würde ich sagen, reicht dann aber auch für heute. Was es mit dem komischen Typen da rechts auf sich hat, das erfahren wir dann gemeinsam in der nächsten Folge von Chronicles of Innsmouth. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.